Hallo, mein Name ist Ruti. Ich grüße euch schon in der 3. Folge aus dem argentinischen Mendoza, denn eigentlich möchte ich wieder rüber nach Chile fahren. Das Problem ist, in den Anden fällt außergewöhnlich viel Schnee. Trucks sind gestrandet, Leute mussten evakuiert werden und der Pass ist geschlossen. Aber heute ist es soweit. Ich wage den Ritt über die Anden. Salud, salud, salud. Mucho salud. Und jetzt war der Pass noch 3 weitere Tage gesperrt. Die Autoschlange hat sich auf 6000 Autos nur von argentinischer Seite angestaut. Aber seit gestern Nachmittag ist der Pass geöffnet. Und ja, ich habe jetzt gepackt. Sergio und Cynthia verabschieden mich jetzt. Ja, hier unten ist es 20 Grad, es ist super heiß. Und da oben erwarten mich minus 15. Ja, alles weitere unterwegs. Im Sommer ist es wohl eine sehr, sehr schöne Fahrt über den Pass. Und man kann eben, es gibt hier diesen Tunnel, den nehme ich jetzt, aber es gibt dann eben so die alte Strecke, die dann ganz hoch auf den Pass, über den Pass führt und wunderschön sein soll. Viele Kondoren, toller Blick auf den Aconcagua-Berg. Das wird mir jetzt wahrscheinlich alles, also ich fahre jetzt einfach rüber, weil es ist ja Höhepunkt des Winters und so viel Schnee und dieser Schneesturm. 2 Leute sind gestorben dabei, den Schneestürmen. 14 Tage saßen die Leute hier fest. 400 Leute sind evakuiert worden. Also für mich mit dem Motorrad jetzt, ja, wenn sie mich durchlassen, ist einfach nur hochballern. Man sieht ja hier, was hier los ist. Wahnsinn. Da drohen sie, die Berge. Und als ich so ehrfürchtig aufschaute zu ihnen, hat mein Gastgeber gesagt, ach das sind nicht die richtigen Berge, das ist nur das Vorgebirge. Die richtigen Berge kommen dahinter. Polizeikontrolle für die höheren Berge. Jetzt wird es zum ersten Mal ernst, ob sie mich durchlassen. Freigegeben ist der Pass für alle Arten von Vehikeln, aber eben mit Schneeketten. Aber keiner hat Schneeketten an und es ist hier auch immer noch 14 Grad. Man hat aber schon gesehen, dass in den schattigen Teilen dann ordentlich Schnee liegt, auch hier schon. Ja, schauen wir halt mal. Hola.
Okay, das war einfach. Vielleicht ist die Straße auch trocken jetzt und nach dem Chaos, was sie hatten, vielleicht gehen sie jetzt auch auf Nummer sicher, dass halt eben das safe ist. Dass sie halt nicht nochmal, es standen halt LKWs quer und sind gecrashed und so. Deswegen war die Straße geblockt, da ging kein Durchkommen mehr. Und dann in Chile konnte nicht aufmachen die letzten Tage. Argentinien war wohl frei schon, aber Chile nicht, weil irgendwelche LKWs gestrandet sind und die Leute sind halt evakuiert worden und man konnte nicht die LKWs wegbekommen, weil da irgendwie die im Eis eingeschneit waren. Wir sind jetzt schon auf 1800 Meter Höhe. Hat man gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Und es sind immer noch 18 Grad hier. Es geht aber halt noch doppelt so hoch. Fast. Was ist hier? Wir verkaufen hier schon überall Schneeketten. Cadenas sind Schneeketten. Da bin ich mir nicht sicher, wie schlimm das noch wird. So, die nächste Kontrolle. Ich glaube, das ist jetzt für die Maut oder so. Keine Ahnung. So, jetzt ist hier der Hardcore-Stau. Ich hoffe nicht, dass es bis zur Grenze ist. Meine Güte. Extrem. Mal gucken, wie ich mich hier durchschlängel. Okay, es ist nicht der Grenzstau. Es ist irgendein Unfall. Eine halbe Stunde mussten wir jetzt hier warten. Ich war dann auch vorne und mich hat so eine Frau angesprochen und dann habe ich so, kann ich nicht mit dem Motor vorbeifahren? Dann hat die für mich gefragt. Aber es ging natürlich nicht. Eine halbe Stunde gewartet, jetzt haben die den da rausgeschleppt. Da wird er noch geschleppt, vielleicht kann man das noch ein bisschen sehen. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, was jetzt hier noch, warum es nicht weitergeht. Und die Frau, die geht Skifahren irgendwie, noch weiter oben. Und die hat gesagt, das ist jeden Tag so. Entweder ein Unfall oder ein Streik oder irgendwas anderes. Ja. Naja, eine halbe Stunde ist ja noch okay. Jetzt werden die Leute hier unruhig. Das ist das Schöne an Südamerika. Die Leute verlieren schnell die Nerven. Da bin ich nicht der Erste, der die Nerven verliert. Knapp 2500 Meter Höhe. Jetzt wird es kalt, man spürt es. Wow, einmal im Schnee. Tja, und hier wird Ski gefahren. Jetzt muss ich einmal umdrehen noch kurz hier und hier halten, wo die ganzen Leute stehen, weil
Hier gibt es den Aconcagua zu sehen. Das ist er, wo der Staub da oben oder der Schnee weht. ...3000 Meter überschritten. ...3200 Meter. Jetzt müsste hier gleich die Grenze kommen. Aduana, Chile, 6 Kilometer, okay. Hier in der Sonne ist es echt extrem heiß. Ich habe so ein Glück heute, muss man sagen. Geil, 3227 Meter. Oh, hier ist aber schon ganz gut Schnee, muss man sagen. Weil wir haben ja krass geräumt. Gesalzen. Ich weiß auch nicht genau. Ah, okay. War nichts für mich. So, Tunnel. Es ist aufregend ein bisschen. Und es geht immer noch nach oben. Tunnel Cristo International Cristo Redentor. Ja, das ist er. So, hier passiert jetzt was. Achtung, Grenzkontrolle. Komisch ist, dass ich in Argentinien gar nicht ausgecheckt bin. Es ist hier, normalerweise sind das ja immer 2 Stellen. Jetzt sehe ich schon hier vorbei. Ich bin jetzt bis vorgefahren. Ah, hier ist Antigentest, tatsächlich. Krass. Ich dachte, das gibt's alles nicht mehr. Ich habe gelesen, das machen die nur noch stichprobenartig. Und da geht es jetzt irgendwie rein. Ich weiß, dass Chile ziemlich streng mit der Gepäckkontrolle ist. Naja, wir werden sehen, was passiert. Ich liebe es einfach als Motorrad. Jetzt habe ich da gestanden, da hat er gesagt, ey, kam so ein Typ an, der hat dann den Leuten gesagt, es sind 2 Spuren. Einmal für Busse und einmal für Dings. Und ich soll zur Seite gehen. Ich habe es nicht so richtig verstanden gehabt erst. Und dann hat er mir aber gesagt, ey, du mit dem Motorrad kannst du einfach rein. Du musst eh absteigen. Und dann machst du das. Das Ding ist, also aus Argentinien bin ich jetzt nie ausgereist. Keine Ahnung. Die haben halt gesagt, das ist nicht in dem Haus. Früher war das mal da, aber das ist da nicht. Aber ich bin ja nirgendwo vorbeigekommen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Bin ich jetzt in Chile drin? Wird man dann sehen, was beim nächsten Mal passiert.
Das ist krass. Die fahren hier Ski, die Leute, und da graben sie noch die LKWs aus von dem Chaos der letzten Tage. Hier. Krass. Kann man sich vorstellen, wie schlimm das war. Und jetzt geht es hier die Serpentinen runter. Richtig geil. Hier sind halt brutal viele LKWs, das nervt halt ein bisschen. Naja, jetzt fahre ich erstmal in die Sonne. Falls ich die noch erwische, mache ich da noch ein Päuschen. Ansonsten direkt nach Santiago. Und jetzt sind es noch 150 Kilometer bis Santiago ungefähr. Oh. Und dann habe ich es geschafft. Und ich will hier noch vom Berg runter, bevor es dunkel wird, weil dann wird es echt unangenehm kalt. Es ist jetzt hier im Schatten schon deutlich kühler. So, ich bin angekommen in Santiago. Die letzten 100 Kilometer waren hart. Es war ein mega Stau. Eine Stunde lang immer einfädeln, ausfädeln, einfädeln, ausfädeln. Ich halt immer dran vorbeigefahren, aber das war mega anstrengend. Und dann abgebogen auf die Autobahn. Dann ist es schon dunkel geworden. Ja, und dann war es tatsächlich, dass eine Mautstelle war. Und entweder ist es neu oder sie hat es erfunden oder ich weiß auch nicht. Es war so, dass 700 das Motorrad kostet, da stehen immer so Schilder. Und sie wollte dann 1000 und hat gesagt, Ausländer müssen 1000 zahlen. Und es war halt, ich bin ja diese ganze Route 5 zweimal hoch und runter gefahren. Nie war das mehr. Das war immer genau der Preis, der drauf stand. Also entweder ist es neu oder ich weiß auch nicht. Naja, darüber habe ich dann schon rumgemeckert. Und dann wollte sie mein Nummernschild sehen. Und ihr wisst ja, ich habe kein Nummernschild, das ist in meiner Tasche. Und dann habe ich so, ey, wirklich, ich muss jetzt wirklich eine halbe Stunde das auspacken, habe da ein bisschen übertrieben und so. Dann kam schon hinten dran einer, der ist ausgestiegen und hat dann so das für mich bezahlen wollen, weil es ihm nicht schnell genug geht. Und dann habe ich ihm das erklärt und dann war er natürlich mega genervt. Und dann bin ich aber so zur Seite gefahren, also so an der Schranke vorbei und habe es dann ausgepackt und habe ihr dann nochmal gesagt, ich habe mit der Polizei gesprochen in ganz Argentinien und Südchile. Es hat niemanden gejuckt und jetzt hier an so einer Mautstelle brauche ich auf jeden Fall das Nummernschild. Naja, ich habe dann schon gedacht, ja, da merkt man, dass Chile ein bisschen wie Europa ist. Ja, jetzt bin ich hier. Es war anstrengend, einmal kurz hoch auf 3200 noch was Meter und wieder runter. Und ja, ich bin aber jetzt sehr froh hier zu sein. Ich habe jetzt einen riesen Hunger. Ich habe auch gesehen, ich habe Kung Fu Panda Augen. Und ja, das war's für heute. Das war's von dem Video. Den Loop habe ich vollendet. Genau 4 Monate war ich unterwegs runter nach Patagonien, ans Ende der Welt und zurück. Das ist vollbracht. Wohin es als nächstes geht, weiß ich noch nicht so genau. Aber im nächsten Video werde ich in Santiago mal Reifen und andere Teile suchen, die mein Motorrad nötig hat. Nach der Tortur durch Patagonien. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.